Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Keine Überraschung, Bull Terrier und Molosser, wie schon so häufig auf meinem Kanal. Wieso kommen die so häufig bei mir vor? Nun, das hat mehrere Gründe. Der erste ist, ich glaube, ich muss mich nicht outen als riesiger Bull Terrier und Molosser-Fan. Die meisten von Ihnen wissen das. Und der zweite Grund ist, ich weiß, dass auch die meisten von Ihnen so ticken. Die meisten Besucher meines Kanals riesige Bull Terrier und Molosser-Fans sind. Wieso ich das weiß? Aufgrund ihrer zahlreichen E-Mails, die sie mir zukommen lassen diesbezüglich. Das freut mich natürlich sehr. Ja, selbstverständlich lieben wir sie alle. Angefangen vom Mix über den Chihuahua bis zum Irish Wolfhound. Doch jeder hat seinen eigenen Geschmack und spezialisiert sich mit der Zeit irgendwie. Aber bei mir dreht es sich hier hauptsächlich um die Kategorie der Gebrauchshunde, der Bull Terrier und der Molosser. Doch ich wiederhole mich, ich liebe sie alle. Bull Terrier und Molosser haben viele Gemeinsamkeiten vorzuweisen, aber auch einige Unterschiede. Ich bin mir sicher, wenn Sie eingeschworener Bull Terrier-Fan sind, sich vom Standard Bull Terrier, vom American Pit Bull Terrier, vom American Staffordshire Terrier und wie sie alle heißen, angezogen fühlen, hauptsächlich mal anatomisch, dann gefällt Ihnen auch das Lager der Molosser. Und ich bin mir auch sicher, dass es umgekehrt so ist. Wieso? Nun, weil die Anatomie beider Kategorien eine der Gemeinsamkeiten ist, welche sie vorweisen, möchte ich meinen. Denn mir ist schon klar, speziell die Bull Terrier Rassen bewegen sich zumeist im Bereich mittelgroß, während die Molosser häufig im Bereich groß bis sehr groß zu finden sind. Doch beide Hundekategorien zeigen Ihnen im Ersteindruck sofort beeindruckende Hunde. Power, Substanz, überladene Muskulatur. Ja. Unterschiede herrschen zumeist bei den Charaktereigenschaften vor. Wir wissen, dass die Bull Terrier dafür bekannt sind, häufig Clowns zu sein, sehr freundlich und aufgeweckt durchs Leben zu laufen, im besten Falle. Während man bei den Molossern weiß, dass diese Hunde häufig den seriösen Hund darstellen, der etwas ernster unterwegs ist als der typische Bull Terrier und weit häufiger mit doch gut ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb ausgerüstet ist, möchte ich sagen. Ja, weil ich eben davon überzeugt bin, dass diese beiden Hundekategorien viele meiner Zuseher interessieren und beide auch mich brennend interessieren, habe ich mir gedacht, ich versuche in diesem Video heute sowohl die Bull Terrier wie auch die Molosser miteinander zu vergleichen und Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuglauben und Ihnen die dann zu zeigen. Obwohl ich natürlich weiß, dass die meisten von Ihnen, die diese beiden Hundekategorien genauso lieben wie ich, vielleicht sogar besser wissen, wo hier die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede vorliegen. Ja. Aber wozu bin ich dann da, wenn ich das nicht versuche? Ja? Also, ich freue mich schon drauf. Bis gleich. Nun, da sind wir wieder. Soeben ist ein extremer Platzregen hier zu Ende gegangen und aktuell herrschen wahnsinnig angenehme Temperaturen. Das war davor noch total anders, denn wir hatten heute 35 Grad plus. Mein Nachbar würde sagen, heute hat es einen anständigen Lack. Das sind wieder diese Temperaturen, wo man besonders gut überlegen sollte, wo und wie lange man mit seinem Hund spazieren geht. Aber das wissen Sie selbstverständlich. Nun zum heutigen Video. Da ich weiß, dass viele von Ihnen zum Thema Bull Terrier und Molosser auf Zack sind, gut drauf sind, werde ich den Level dieses Videos heute etwas höher schrauben. Auf Kategorie fortgeschritten.
Somit verlasse ich heute den Pfad, welchen auch absolute Beginner der Thematik leicht folgen können. Da mein Kanal aber sehr stark auf Menschen ausgerichtet ist, welche zum Thema Hunde noch am Informationssammeln sind, möchte ich diese Personen, falls diejenigen, die an der Kategorie der Bullterrier und Molosser interessiert sind, herzlich dazu einladen, sich durch meine vorangegangenen Videos durchzutanken, denn in vielen davon versuche ich diese Rassen, welche diesen beiden Kategorien angehören, von Grund auf vorzustellen. Ich merke gerade, es beginnt schon wieder zu regnen, solange es nur so dezent ist wie jetzt, ist das kein Problem, aber bei Platzregen kann ich natürlich nicht weiter drehen. Aber hoffen wir das Beste. Nun, weiter. Ja. Im heutigen Video steigen wir mittendrin ein und überspringen einige sehr wichtige Dinge, welche für Neuinteressierte sehr wichtig sein sollten. Ja. Meine Fragen, die richten sich jetzt an Hundefans, welchen es völlig egal ist, ob der Besitz einer gewissen Hunderasse einen bestimmten Status zum Ausdruck bringt oder nicht. Sie verstehen, was ich meine, ja? Ich meine also die vernünftigen Leute da draußen. Also, weshalb sind Sie Bullterrier-Fan? Nun, was verzückt Sie an Amstaff, Pitbull, Standard oder Staffordshire Bullterrier? Genau, mich auch. Das Gesamtpaket. Mittelgroße, kurzhaarige, extrem starke Kraftpakete, welche optimal erzogen als die kinderfreundlichsten und tollsten Familienhunde durchs Leben fetzen. Molosser gefallen Ihnen auch. Aber, sagen Sie, ich verstehe das. Nächste Frage, weshalb sind Sie Molosser-Fan? Was verzückt Sie an Cane Corso, Bullmastiff, Dogo Argentino und Co.? Genau, das Gesamtpaket. Große, kurzhaarige, extrem starke Kraftpakete, welche optimal erzogen zu den besten Wach- und Schutzhunden einer Familie zählen. Gar keine Frage. Bullterrier gefallen Ihnen auch. Aber, sagen Sie, ich verstehe das. Worauf diese beiden Aber basieren, das wissen die Kategoriekenner unter Ihnen selbstverständlich. Diese beiden Aber, die sind nur selten im anatomischen Bereich der beiden Kategorien zu finden. Viel häufiger wird hierbei das oder dieses Aber beider Lagerfans aufgrund sehr konträrer Charaktereigenschaften benutzt. Oder? Ja. Bei den vernünftigen, völlig überzeugten Bullterrier-Fans haben wir zumeist Personen, welchen das Vorhandensein von ausgeprägten Wach- und Schutztrieb zumeist überhaupt nicht interessiert. Hier wird ein Hund erwünscht, welcher voller Power und guter Laune bei jeder Schandtat dabei ist. Leistungsfähig, verspielt, freundlich, verschmust und trotzdem körperlich beeindruckend. Geben Sie Letzteres zu, wenn Sie ehrlich sind. Ja? Gut, bei den vernünftigen, völlig überzeugten Molosser-Fans ist das etwas anders. Hier wird zumeist sehr großer Wert auf vorhandenen Wach- und Schutztrieb gelegt. Der Besitzer der Hunde dieser Kategorie ist im Durchschnitt einige Jahre älter als die Fraktion der Bullterrier-Rassen und zumeist auch etwas weniger aktiv. Schauen Sie, hier ist nicht alles in einen Topf zu werfen. Selbstverständlich gibt es Besitzer beider Kategorien, welche sich ihren Hund aus keinem der genannten Gründe geholt haben. Ganz klar aus Tierschutzgründen oder anderen. Und es wird Bullterrier-Besitzer geben, welche hohes Alter und Molosser-Besitzer geben, welches geringes vorweisen. Genauso wird es da draußen Bullterrier geben, welche gerade mal 20 Minuten am Tag rauskommen, während der Nachbar mit seinem erwachsenen Bullmastiff 200 Kilometer im Monat abspült oder abspult, so wie ich das mit Vito tue. Ja?
Ganz klar. Aber der Großteil der Kenner dieser Hunde bewegt sich genau in diesen Welten. Gibt es nur diese beiden, aber unter den Fortgeschrittenen, oder gibt es da noch eine dritte Abteilung? Ja, klar gibt es die, und ich zähle da dazu. Ja, Sie wissen, es ist bekannt, dass ich die Eigenschaften Wach- und Schutztrieb, wie sie bei erwachsenen Molossern häufig exzellent zum Vorschein kommen, sehr, sehr schätze. Ganz klar, doch ich poche nicht darauf. Hätte ich Vito nicht und würde ich auf einen Bullterrier-Welpen, egal welcher Rasse, treffen, den ich mir nehmen möchte, und die Zeitmaschine, welche mir Stephen Hawking hinterlassen hat, auf 2 Jahre in die Zukunft stellen, ja, um zu erkennen, dass dieser Hund später einmal völliger Wach- und Schutztrieb fehlen wird. Irgendeine Mücke beißt mich gerade, aua. Scheiß drauf. Ich würde ihn mir trotzdem nehmen. Aber genau so würde ich mich auch über den aktiven Schutzinstinkt des Molosser-Welpen freuen, den mir die Zukunft voraussagen würde. Ich könnte in beiden Welten leben. Gut leben, würde mich in beiden Welten sehr wohl fühlen. Ist das wirklich so krass charakterlich bei beiden Kategorien? Nun, im Normalfall ja. Als Molosser-Fan, der diesen Wach- und Schutztrieb sehr hoch hält, fahren Sie höchstwahrscheinlich am besten mit einem American Staffordshire Terrier der Bull Terrier Fraktion, ganz klar. Und als Bull Terrier Fan, welcher die verschmitzte Verspieltheit dieser Kategorie überhaupt um keinen Preis missen möchte, ja, da fahren Sie am besten mit dem deutschen Boxer oder dem American Bulldog der Kategorie der Molosser, würde ich behaupten. Hier gibt es im Normalfall nicht wirklich viel Spielraum, ja, wenn man als eingeschworener Fan einer dieser beiden Kategorien das Lager wechseln möchte. Charakterlich. Ja. Anatomisch sieht die Sache etwas besser aus, denn hier können sich Bullterrier-Fans sehr leicht zu einem Dogo Argentino oder einem American Bulldog des Scott-Typs oder auch zu einem etwas leichter gebauten Presa Canario, aber auch oder allen voran einem Cardibu hingezogen fühlen, möchte ich mal sagen. Ja. Umgekehrt sind Molosser-Besitzer der soeben genannten Rassen meistens auch von der Anatomie eines wuchtigen American Bull XL oder sehr stattlich gebauten American Staffordshire Terriers überzeugt. Davon gehe ich ganz stark aus. Ja. Die Besitzer besonders schwerer, faltiger Molosser und diejenigen der Standard Bull Terrier könnten in diesen beiden Lagern das Publikum darstellen, welches sich mit ihren Geschmäckern zur Anatomie am meisten voneinander wegbewegt, oder? Ich denke schon. Ja. Aufgepasst! Uns Fans dieser Hunde ist natürlich glasklar, dass absolute Laien, die noch dazu mediengeprägt sind, beide Kategorien als nicht voneinander zu unterscheidendes Böses ansehen. Das wissen wir, ja. Und genauso ist es uns natürlich klar, dass dieses von den Medien grob zubereitete Gericht ein Fall für den Mistkübel ist, oder? Na, sicher. Ja. Aber wir wissen auch, dass bei der optimalen Erziehung und Haltung beider Hundekategorien Welten liegen. Oder? Als Fan von substanzvollen, sehr muskulösen Hunden sind wir mit beiden Kategorien optimalst bedient. Da geht ja gar nichts drüber. Wenn wir hier das absolut grüne Muskelpaket wollen, müssen wir bei den Bullterriern anklopfen. Diese neigen zu dieser Farbe. Wollen wir das typisch gelbe Kraftpaket, sollten die Molosser herhalten. Die sind dazu gemacht. Wenn wir Verrückte wären, ja, die einen roten Hund anstreben, ja, dann gilt sowohl als auch. Wobei ich davon überzeugt bin, dass die Bullterrier noch einen Zentimeter schneller und überzeugter rot werden können als die Molosser. Doch dieses Anstreben eines roten Hundes als Privatperson, ja, gilt für mich persönlich als völlig geisteskrank und für die meisten von Ihnen auch, oder? Ja, da bin ich mir sicher. Also,
Die Gemeinsamkeiten der Bullterrier und Molosser-Rassen, die liegen für mich auf der Hand. Beide Kategorien zählen mit Sicherheit zu den körperlich beeindruckendsten der Hundewelt. Einige der beiden Lager ähneln sich äußerlich sehr stark, möchte ich sagen. Andere wiederum überhaupt nicht. Ich glaube, es fängt schon wieder etwas stärker zu regnen an. Hoffentlich geht sich das noch aus. Doch alle sind kurzhaarig, wenn wir hier den Fokus auf die klassischen Molosser legen. Alle sind muskelbepackt und kraftstrotzend und alle stellen hervorragende Hunde für die Familie dar. Im Alltag allerdings unterscheiden sie sich im Normalfall gewaltig. Wenn Sie ein vernünftiger Mensch sind, dann halten Sie einen Bullterrier, um ihn zu lieben, mit ihm herumzublödeln, seine enorme Power bei ausgiebigen Spaziergängen zu genießen, das extrem freundliche Wesen, welches tief in ihm verwurzelt ist, zu fördern und stolz preiszugeben, zu präsentieren. Vom Staffordshire Bullterrier bis zum American Bully XL. Mit Bullterriern können Sie Pferde stehlen. Die sind mit Elan überall mit Ihnen dabei. Ja. Halten Sie Bullterrier nicht für ernstere Angelegenheiten wie den Selbstschutz oder die Bewachung eines Objektes. Obwohl hier und da mal ein Bullterrier zur Welt kommt, der natürlichen Wach- und Schutztrieb besitzt, ja, fehlt er den meisten der Bullterrier. Weshalb das so ist, das muss ich niemandem der Fortgeschrittenen zum Thema sagen. Und wenn dieser fehlt, aber erwünscht ist, dann benötigt es einen absoluten Hundeprofi, um diesen bei einem Bullterrier so zu fördern, dass sich dieser Hund nicht tiefrot färbt. Zumeist aber zerstören sie das herzliche Wesen dieser Hundekategorie damit völlig und geben damit den lauten Kritikern dieser Hunde damit Futter. Nein, für mich sind die Bullterrier einzig und alleine für das absolut kraftstrotzende, lustige und nette im Leben da. Ob Sie es mir glauben oder nicht. Ja? Denn die Zeiten der erlaubten Tierkämpfe, die sind zum Glück verboten. Die Zeiten der erlaubten Tierkämpfe, in welchen diese Hundekategorie unschlagbar war. Und zum Bewachen und Beschützen wurden die nie gemacht. Niemals, im Gegenteil. Diese Eigenschaften wurden bei diesen Hunden stets professionell unterdrückt. Werden diese von Ihnen erschaffen, dann zeigen die sich bei diesen Hunden zumeist in extremster Form. Und die macht alles andere als Spaß. Ja. Diese verdammten Mücken hier machen auch keinen Spaß. Ja. Auch als vernünftiger Molosser-Besitzer halten Sie Ihren Hund selbstverständlich, um ihn zu lieben. Auch mit Ihrem Molosser können Sie und werden Sie herumblödeln. Ja, zum Glück blödeln Molosser zu Hause eher seltener herum wie ein vor Freude und überschüssiger Energie durchgedrehter Standard-Bullterrier das gerne mal tut. Sie wissen schon, alle Bullterrier-Fans da draußen kennen diese Detrade-Wabau-Geschichten. Wenn der Bullterrier vor Freude beginnt, sich um die eigene Achse zu drehen, immer schneller, immer schneller, immer schneller und das bis in alle Ewigkeiten und dann irgendwann mal losstartet, auf die Decke rauf, auf die Wand rauf, über die Decke läuft wie ein vom Teufel besessener Hexenwerk, ja, auf die Couch springt runter, sich wieder im Kreis trägt und so weiter. Stellen Sie sich mal vor, das würde ein Tosa Inu oder ein Burbull tun. Ja, danach könnte man meinen, eine Abrissbirne hat kurz mal Hallo gesagt in ihrem Wohnzimmer. Ja. Ja. Auch mit den meisten Molossern können Sie ausgiebig durch die Landschaften fegen und sich an ihrer Power dabei erfreuen. Es ist schön anzusehen, man sieht, wie sie ihre Muskulatur beanspruchen beim freudigen Lauf, bei der freudigen Bewegung. Ja. Ich genieße so etwas. Ja. Doch dann verlassen wir schon den gemeinsamen Pfad, denn anders als der vernünftig erzogene Bullterrier sind die allerwenigsten Molosser dazu bereit, jeden Fremden, egal ob Hund oder Mensch, sofort freundlich zu begrüßen. Das liegt nicht in der Natur dieser Hunde. Das liegt diesen Hunden selten. Ja.
Diese Hunde sind sehr, sehr häufig mit natürlichem Wach- und Schutztrieb ausgestattet. Das wissen wir. Und ich bin schon so oft auf diese typisch begrüßenden Bullterrier und auf diese typisch reserviert funktionierenden Molosser gestoßen. Ich gebe Ihnen nur 2 Beispiele. Wir haben hier eine wunderschöne Amstaff-Hündin, muskelbepackt, 3-4 Jahre alt geschätzt. Eine Freundin von Vito. Wenn wir die beim Spaziergang treffen, die benimmt sich absolut Bullterrier typisch, macht sich klein, zeigt sich unterwürfig, die Rute wackelt hin und her, freundlich bis zum geht nicht mehr. Typisch Bullterrier. Wenn wir auf eine andere seiner Freundinnen treffen, nämlich auf die Hydra, eine mächtige Cane Corso-Hündin, deren Bruder der mächtigste Cane Corso ist, den ich in meinem Leben je gesehen habe, schwarz, von der Ferne entgegenkommend wirkt er wie ein Wasserbüffel. Zu schwer, zu groß für meinen Geschmack, aber beeindruckend. Hydra liebt meinen Vito genauso wie diese Amstaff-Hündin ihn liebt. Und auch Vito liebt Hydra genauso wie er diese Amstaff-Hündin liebt. Doch Hydra benimmt sich völlig konträr. Hydra kommt drohend, ernst, seriös näher. Wenn man Hunde nicht lesen kann und Hydra generell das erste Mal sieht, dann könnte man hier schon ins Grübeln kommen und hallo, viel Respekt entwickeln vor ihr, da sie häufig sehr, ja, manchmal auch für mich, obwohl ich sie kenne und dieses Verhalten von ihr schon kenne, immer wieder aufs Neue, ja, beeindruckt sie mich damit. Sie kommt sehr ernst, überhaupt nicht aufgeregt, zeigt keine Anzeichen von, ich werde mich jetzt gleich mit dir spielen, Vito, gar nichts. Im Gegenteil, die Art und Weise, wie sie sich nähert, ist die eines extrem dominanten Hundes, der jetzt gleich mal beweisen wird, hör zu, ich bin hier der Chef, mach ja keinen Fehler. Doch sobald die auf Vito getroffen ist, sobald die Nase an Nase stehen, wandelt die sich zu 100% und fordert ihn zum Spielen auf. Doch das ist dieses typische, was soll ich sagen, auf starken Territorialverhalten, Wach- und Schutztrieb basierende Verhalten eines Molossers. Für mich ist das typisch, obwohl sie freundlich, nicht unfreundlich ist. Ja, wo waren wir? Ja, dementsprechend abcheckend und weit reservierter benehmen sie sich auch im Normalfall die Molosser als die Bullterrier. Das ist nun mal so. Ja. Können sehr gut zwischen harmlos und gefährlich unterscheiden. Und weil diese Eigenschaft bei den Molossern häufig sehr stark ausgeprägt ist, zeigt sich deren allgemein Verhalten normalerweise in weit seriöserer Form als jeniges der Bullterrier, welche hauptsächlich lustig unterwegs sind. Und das ist auch gut so, denn dann sind es gut erzogene Bullterrier. Das ist eine Art, die den Bullterriern weit besser steht. Ja? Denn hier gibt es selten den Sprung bei den Bullterriern von überfreundlich auf, Sie wissen schon, also grün auf gelb. Dieses Gelb existiert bei diesen Hunden äußerst selten. Das habe ich schon im Video American Bully XL und Cane Corso erklärt und auch gesagt, weshalb das so ist. Ja, also, Gesamtfazit, ja. Vielen Bullterrier-Fans gefallen auch die Molosser. Aber, und ja, vielen Molosser-Fans gefallen auch die Bullterrier. Aber, und diese beiden Aber, die sind zu 100% berechtigt. Ja? Denn obwohl beide Kategorien phänotypisch in ähnliche Kerbe schlagen, wissen wir, ja, liegen in der optimalen Herangehensweise an beide Welten dazwischen. Ich liebe beide Kategorien gleich stark, weshalb ich mich zur Fraktion zähle, welche hier kein Aber benutzt. Denn ich würde mich in beiden Welten pudelwohl fühlen. Also, viele Gemeinsamkeiten, zumeist anatomische, körperliche, aber starke charakterliche Unterschiede. Tiefrot gleichen sie sich, doch Molosser lieben die Farbe Gelb, Bullterrier sollten die Farbe Grün lieben. Das sind für mich die beiden größten Unterschiede dieser beiden Kategorien. Ja. Und für viele von Ihnen, die das ebenfalls wissen, auch die Tragenden, möchte ich sagen. Ja, liebe Zuseher, so viel zum
Video Bullterrier und Molosser. Heute ein Video für etwas fortgeschrittenere Leute. Und wie gesagt, ich lade alle neu zum Thema interessierten Zuseher herzlich dazu ein, sich durch die Fülle meiner Videos durchzutanken. Sie finden hier Videos von Hunden, die beiden Kategorien angehören, welche ich ja wirklich von Grund auf behandle. Also ja, Sie wissen schon, was ich meine. Ich muss mich beeilen, es fängt schon wieder stärker an zu regnen und ich habe doch etwas Weg bis nach Hause. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.